Lasst euch schmecken. Ich gebe jetzt den Schafen doch ein bisschen Hafer und Ackerbohnen dazu, damit sie genug haben für ihre Kinder, die im Bauch sind. Ja, und das habe ich gerade schon gesehen. Okay, ihr seid nicht ganz richtig, würde ich sagen. Aber ich sehe auch schon, woran es liegt. Da hinten ist das Tor umgefallen. Naja, Hühnerfutter schmeckt schon lecker, ne? Aber das Gute ist, ihr könnt ja auch Gras verdauen. Das heißt, ihr braucht überhaupt kein Hühnerfutter essen. Oder seid ihr neidisch auf die, die im Stall ihr Hafer bekommen? Zum Glück ist da nicht so viel drin. Die Hühner brauchen ja nicht so viel. Die Schafe hätten jetzt auch einen riesen Eimer leer gefressen. Na? Wann seid ihr denn hier rübergekommen? Wahrscheinlich noch nicht so lange her, ne? Was haltet ihr davon? Eher so mittel, ne? Eieiei, Leute. Die weißen Hühner mögen es hier im Busch auf jeden Fall. Aber gut, ich sehe da auch ein braunes. 2 braune. Seid ihr zusammen im Busch unterwegs? Da sind bestimmt auch viele Samen und Insekten. Ja, hier ist das Tor umgekippt. Ist alles nicht so hundertprozentig bis jetzt, aber wir probieren ja auch aus. Wir wollen ja auch hier kein... Ja, hier ist das Tor umgekippt. Der Zaunpfahl ist auch ein bisschen locker. Naja, eins nach dem anderen müssen wir hier die Sachen klären. Lieber in die Richtung als in die andere Richtung, wenn sie jetzt irgendwo im Tal wären. Wenn wir jetzt erstmal ein bisschen unterwegs Schafe suchen. Und naja, räumen sie ein bisschen hinter den Hühnern auf. Dann baue ich jetzt die neuen Netze auf und dann können die Schafe eins weiter. Die Hühner können dahin, wo jetzt gerade die Schafe sind. Noch den Strom ausmachen. Ja, ihr seid immer noch ein bisschen skeptisch, was sich angeht, ne? Sehr gut, macht ihr das. Genau, einmal zurück zu den anderen. Machen wir hier wieder zu. Dann können die Hühner in Ruhe ihr Futter fressen. Da wurde ein Ei gelegt. Also ich merke wieder, die Schafe sind Camper. Wenn man denen einen Bereich gibt, der 4-mal so groß ist wie das, was sie am Tag brauchen, dann fressen sie am ersten Tag das Leckerste und am 2., 3. und 4. Tag bleiben sie einfach da, wo sie die ganze Zeit waren. Und vielleicht gehen sie dann auch mal dahin, wo sie es nicht so spannend finden. Oder da könnte ja auch ein Wolf sein hinter dem Busch oder so. Aber wenn wir so gucken, da ist noch total viel Gras, was sie gar nicht angerührt haben. Und die sind jetzt schon seit 2 Tagen da drauf. Und da oben fressen sie jetzt weiter, wo sie ja schon waren. Das heißt, ich lasse sie jetzt nicht noch den ganzen 2. Tag. Und ich hatte sogar überlegt, vielleicht noch einen 3. Tag sie hier drauf zu lassen. Aber keine Ahnung. Die sollen ja das Beste vom Besten kriegen. Und wenn sie dann sich nur da oben aufhalten, dann bringt es nichts. Ich habe jetzt den Zaun anders gebaut für morgen. Ich lasse sie jetzt rüber. Dann gucken wir mal, dass wir sie 1, 2 Tage hier auf dem Stück lassen. Und dann baue ich jetzt gleich hier den Zaun noch hier unten hin. Und dann werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich hier in der Mitte nochmal einen Zaun einziehe und sie damit dann zwinge, wenn ich den Zaun hier abbaue, dass sie dann da unten mal hin müssen und hier auf den Hang. Müssen wir mal gucken, dass wir da den Nadelbaum noch einzäunen, dass sie den nicht platt machen. Das ist ja schön, wenn der sich hier etabliert. Und
Und mal gucken, ob es dann klappt. Es ist natürlich immer die Versuchung zu sagen, ach komm, ich baue jetzt einmal groß. Das sind dann genauso viele Netze. Oder fast genauso viele Netze. Und hier muss ich dann halt noch einen Zwischenzaun einziehen und so. Das ist alles Arbeit. Aber man merkt halt, es lohnt sich. Die Schafe sind Camper. Die bleiben einfach da, wo es ihnen gefällt. Und alle anderen Bereiche, auch wenn da das Gras frischer ist und weniger mit Kacke voll oder so, dann bleiben sie trotzdem da. Das heißt, die müssen halt einfach täglich weiter. Ihr lieben Schafe, ihr dürft weiter. Ich mache euch hier ein bisschen den Zaun auf. Ja, das ist sehr gut, dass du dich hier als Leidenschaft zeigst. Genau, direkt rüber. Die anderen kommen hinterher. Erstmal deine Tochter und dann die anderen merken auch schon, irgendwas ist los. So. Sehr schön. Genau, lasst es euch schmecken. So, das Ding hier klappt auch so, wie ich es mir gewünscht hatte. Ist natürlich jeder Maulwurfshügel stört, aber ansonsten rollt es gut. Ja, man sieht auch definitiv den Unterschied. Hier ist das Gras schon einmal die besten Stücke weggefressen. Hier drüben ist es noch saftig grün. Und da hauen sie auch direkt rein. Ne? Lasst ihr euch direkt schmecken. Okay, also ich freue mich natürlich, dass unsere Routine jetzt weitergeht oder losgeht. Die ganz normale Weideroutine, in der wir mit den Hühnern den Schafen hinterherziehen. Ups. Aber ja, ich bin auch ein bisschen angestrengt, weil mit mehr Schafen, dann kommen ja noch die Kälber dazu, aber auch jetzt schon haben wir ja das größere Areal, was wir abstecken. Das ist 4-mal so viel Arbeit wie letztes Jahr, als wir mit weniger Schafen waren. Für die Hühner ist es natürlich ein super Luxus. Die wissen, glaube ich, noch gar nicht, wie ihnen geschieht. Die haben ja hier einen riesigen Auslauf und morgen kriegen sie einfach nochmal einen fast genauso großen, beziehungsweise jetzt kriegen sie noch einen genauso großen dazu. Die müssen dann sich gleich erstmal orientieren, wo der Wagen hin ist. Der fährt ja jetzt ein ganz schönes Stück weiter. Der fährt jetzt locker 50, 60 Meter weiter. Hoffentlich findet ihr den dann auch alle gleich zum Eierlegen und zum heute Nacht ins Bett gehen. Und das ist natürlich schon mehr Arbeit als die 12,50 Meter, die wir letztes Jahr immer weitergezogen sind. Dieses Jahr sind es dann regelmäßig 25 Meter, die wir weiterziehen am Tag. Aber dadurch, dass wir jetzt erstmal ins System reinsteigen müssen, war es jetzt sogar noch mal ein bisschen mehr. Okay, wenn ich euch das nächste Mal erzähle, dass es total einfach mit dem Hühnerwagen jeden Tag weiterzuziehen, dann müsst ihr es so verstehen. Ich meine, es geht alleine, aber es ist schon ein kleiner Morgensport, wenn man eine längere Strecke macht. Aber ich bin jetzt auch 3-mal so weit gefahren wie normalerweise. Von daher, eigentlich ist es leicht, aber es kann auch anstrengend sein. Vor allem, wenn der Boden hier so hügelig ist. Das ist auch so krass, wie wenig Futter wir brauchen im Vergleich zu dem, was sie jetzt im Stall fressen würden. Klar, die bewegen sich sehr viel mehr, als wenn sie im Stall wären, aber ihr seht es ja, die sind, anstatt dass sie beim Futterautomaten stehen, stehen sie hier und suchen sich Futter. Vielleicht bräuchten wir jetzt, wenn wir so große Flächen haben und so eine kleine Herde, vielleicht bräuchten wir dann gar nicht mal so viel Futter, aber naja, ich habe es jetzt gekauft, verbrauchen werden sie es schon. Und bald kommen ja auch noch die Weidehähnchen, die Puten, die fressen dann auch gerne mit. Lumi verteilt das Futter in der Kantine. Und die anderen
interessieren sich jetzt noch nicht so richtig dafür weiterzuziehen, weil sie einfach hier noch gar nicht alles entdeckt haben. Ne? Und so ein schöner Busch, der will natürlich auch genutzt werden. Kein Problem, die können jetzt einfach heute den Tag über nach und nach rübergehen. Und heute Abend hoffe ich, dass sie dann nicht aus dem Busch gepflückt werden müssen, sondern ihren Stall wiederfinden, der da hinten steht. Und dann machen wir einfach heute Abend die Tür wieder zu und dann sind sie morgen auf einem neuen Stück. Ich brauche halt Stück für die Umstellung. Wenn wir dann alles mit Netzen machen, dann ist es eindeutiger für die Hühner. Dann kriegen die das auch direkt mit, dann laufen sie auch direkt hinterher, hinterm Stall, hinterm Futter und ziehen dann direkt um. Dann kann man hinter ihnen das Netz abbauen und vorne wieder hinbauen. Brauchen wir jetzt hier gar nicht, ist ja gar nichts mehr abzubauen. Und diesen Fleck, den können wir uns merken, der ist hier so zwischen den beiden Toren. Da stand der Hühnerwagen, ich habe mir jetzt extra mal 3 Nächte stand er sogar jetzt hier. In der einen Nacht hergekommen, dann waren wir 2 Tage hier auf dem Stück und dann habe ich ihn jetzt sogar noch heute Nacht auch extra noch mal stehen lassen auf der gleichen Stelle. Eigentlich würde ich ihn 3-mal weiterziehen, aber ich wollte jetzt einfach mal zeigen, wie viel Einfluss der Dünger dann hat. Wir werden einfach mal im Frühjahr, wenn das Gras anfängt zu wachsen, beziehungsweise im Sommer, wenn es dann gewachsen ist, nochmal hier hinschauen. Und dann erinnern wir uns an den Spot hier, wo total viel Hühnerdung lag. Und mal gucken, ob wir einen Unterschied sehen. Man sieht den eigentlich auch schon nach einem Tag. Das können wir dann hier, da sind ja auch mehrere Stellen, wo der Hühnerwagen einen Tag stand, können wir dann auch sehen wahrscheinlich, dass da so dunkelgrüne Plops sind, wo das Gras sehr viel stärker nachwächst. Hier kommt der Garten hin. Na, wollt ihr jetzt raus zu den anderen oder wollt ihr im Stall gebären? Also so wie euer Fell aussieht, habt ihr auch im Regen gelegen heute Nacht, ne? Ihr hättet auch ein Dach gehabt, ne? Aber wolltet ihr nicht? Ich gucke nochmal auf die Wettervorhersage, kann man natürlich immer nicht wissen, ne? In 4 Wochen kann es auch schon wieder ganz anders sein hier. Aber wenn ihr zu den anderen wollt, kann ich das auch machen. Zur Not holen wir euch halt wieder rein. Ist halt doof mit der Futterumstellung dann immer, ne? Muss man vorsichtig sein. Aber ich fütter den anderen ja auch Stroh. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen Heu dazu, dass euer Pansen und euer Verdauungstrakt sich ganz langsam umstellen kann, dass da keine Probleme entstehen. Und dann könnt ihr auch raus. Mal überlegen. Okay, ihr mögt den Busch sehr gerne, ne? Aber hier sehen wir dann auch, warum ich ein Fan davon bin, die Hühner täglich umzukoppeln. Weil die mögen jetzt den Busch so gerne und in den 2 Tagen, wo sie jetzt hier waren, haben sie sich einfach auch dran gewöhnt. Ah ja, hier wohnen wir ja, dann können wir ja auch hier unsere Eier legen. Jetzt muss ich da reinkrabbeln und die Eier retten. Und ja, das braucht man eigentlich nicht. Und deshalb ziehen wir täglich um mit dem Hühnerwagen. Dann vertrauen die Hühner drauf. Hey, den Wagen, den kenne ich. Da ist meine Sitzstange, da ist mein Legenest. Da übernachte ich gerne, da bin ich regenfest. Und naja, die Anfangsschwierigkeiten, die überwinden wir noch. Und trotzdem hoffe ich, dass ich heute Nacht nicht weiße Flecken aus dem Busch sammeln muss. Und braune Flecken. Okay, das ist doch schön zu sehen. Fischfasch ist gerade auch normal gelaufen. Jetzt hat er sich doch wieder abgelegt. Naja, das war ja auch vorgestern erst die Klauenpflege, von daher, es wird einfach ein bisschen dauern. Selbst wenn das Ackerschachtelhalm-Präparat geholfen hat. Und ich hatte schon den Eindruck, dass es jetzt deutlich besser schon ist bei ihm. Aber ausgeheilt ist es noch nicht. Oh nein, es hat wirklich zu Verwirrung geführt, dass ich den Wagen so weit weitergezogen habe. Sie finden ihn jetzt nicht mehr wieder. Vielleicht laufen sie mir hinterher, hoffen wir mal. Kommt ihr mit? Ja, zumindest manche kommen mit, das ist schon mal gut. Komm, ich zeige euch, wo euer Wagen ist. Die anderen muss ich sonst mit der Hand einsammeln. Na kommt. Ja, sie sammeln sich leider da, wo der Wagen vorher war. Das ist ja bei den Hühnern so wie mit den Brieftauben. Die merken sich morgens, wo sie aufstehen und dann versuchen sie da auch wieder schlafen zu gehen. Und wenn man den Wagen ein Stück weiter zieht,
dann kriegen sie es trotzdem hin. Aber das war jetzt einfach zu weit. Naja, das wusste ich eigentlich schon. Das, also habe ich schon mal geschafft, so die so zu verwirren. Das war in Witzenhausen noch, aber naja, jetzt habe ich es mir nochmal gezeigt, dass es wirklich stimmt, die Theorie. Okay, 3 Stück haben es schon mal reingeschafft. Von alleine, das 4. kommt und sogar ein weißes kommt hier, sehr gut. Aber die anderen bleiben leider dort. Naja, müssen wir gleich, wenn es ganz dunkel ist, muss ich sie einsammeln. Oh nein, jetzt die erste ist schon hochgeflattert in den Baum. Ich meine, da ist sie ja sicher vom Marder wahrscheinlich für eine Nacht. Aber gut, jetzt regnet es nicht mehr, aber das ist doch doof. Oh, es tut mir leid, Leute. Ich wollte hier nicht für Unruhe sorgen. Eieiei. Also ich muss ja zugeben, es sieht extrem cool aus, wie du da oben hängst. Sehr windschnittig. Du siehst auch gut aus. Du hast den Kopf unter den Flügel. Wie eine Eule. Machen die das? Naja, wie ein Huhn. Euch beiden wünsche ich eine gute Nacht da oben. Die letzten 2 da unten kriege ich noch eingesammelt. Okay, dich hätten wir beinahe übersehen. Oh, jetzt hast du es gemerkt, dass ich dich bemerkt habe. Ne? So, wo du dich dann neben den Maulwurfshügel gedrückt hast, warst du gut getarnt. Aber gegen elektrisches Licht hast du keine Chance. Ne? Dich bringen wir auch noch in den Stall, nicht, dass dich noch ein Marder sammelt. Okay, bis auf kleine Rangordnungsstreitigkeiten, weil ich eure Sitzordnung durcheinander gebracht habe, indem ich euch einfach irgendwie hier reingesetzt habe. Haben wir es geschafft? Okay, wir haben es geschafft. Alle eingesammelt, bis auf die 2, die noch im Baum sitzen. Alle in der Hecke haben wir rausbekommen. Was machst du denn da? Ich dachte, das habe ich euch langsam mal abgewöhnt mit dem Federpicken. Ja, es gibt neue Muschelschalen. Alles klar. Gut. Ja, ich habe das Tor hinter den Hühnern nicht mehr zugemacht, weil es waren ja noch 2 auf dem Baum heute Nacht. Und dann sind die natürlich heute, was heißt natürlich, hier ist ja eigentlich auch schön. Aber die meisten sind dann wieder zurück, die Weißen, und hängen da jetzt wieder im Busch ab. Mal gucken, ob wir wieder Eier aus dem Busch sammeln müssen. Und dann heute Nacht sollten sie, denke ich, dann schon ihr Zuhause finden. Jetzt wissen sie ja, wo es ist. Ich habe jetzt auch das Futter nur direkt am Stall stehen, dass sie mindestens, um Körner zu fressen, dahin gehen müssen. Ich meine, das stört die nicht, weil da gibt es noch genug zu finden unter dem Baum. Aber ja, naja, ist ja schön, dass sie sich wohlfühlen. Nach dem Regen erstmal wieder die Federn durchwärmen. Ja, du siehst schon noch ganz schön gerupft aus, ne? Aber man sieht schon, da kommen die neuen Federn. Das ist doch gut. Jetzt mal die andere Seite. Genau. Interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr euch ausgerechnet in den Schatten legt. Guten Morgen. Oh nein, jetzt ist mir, nachdem ich sie gestern Abend dann auch noch mal reintragen musste, erst aufgefallen, hier ist ja auch ein Busch. Da hinten an den Busch kommen sie zwar nicht mehr ran, aber vielleicht nehmen sie dann einfach diesen Busch hier. Naja. Morgen gibt's. Oh nein, und morgen gibt es wieder einen Busch. Aber übermorgen gibt es dann keinen Busch mehr. Nur so einen ziemlich unbelaubten. Ich glaube, ein Walnussbaum ist das. Naja, okay.